Wie haben Frauen es eigentlich geschafft, sich durch gegenseitige Unterstützung, durch ein Ausbilden eines Netzwerkes, ein Leben als freischaffende Künstlerin zu führen? Wir zeigen in unserer Ausstellung 26 Künstlerinnen zwischen den 1880er Jahren und den 1930er Jahren. Das sind 3 Generationen von Künstlerinnen, die jeweils auch ganz unterschiedliche Ausbildungssituationen vorfanden. Die Archivrecherche hatte einen ganz wesentlichen Anteil bei der Vorbereitung unserer Ausstellung. Nicht nur die Recherche in unserem eigenen Röderstein-Jucken-Archiv oder dem Städel-Archiv, dem historischen, sondern auch darüber hinaus Archive in den anderen europäischen Ländern. Archivarbeit erlaubt, das gelernte Bild der Kunstgeschichte in Frage zu stellen. Wir haben sehr viele Elemente in den Briefen, in den Fotografien gefunden, die uns dazu angeregt haben, Paradigmen in Frage zu stellen. Die Situation ist so, dass Frauen in Deutschland erst ab 1919 an den öffentlichen Kunstakademien studieren können. Das heißt, sie mussten vorher Mittel und Wege finden, andere Chancen zu ergreifen. Außerdem hat das damalige Gesellschaftssystem Frauen generell benachteiligt. Insofern waren diese Netzwerke äußerst wichtig, nicht nur in Bezug auf Ausbildungsfragen, sondern man hat auch Wohngemeinschaften, Ateliergemeinschaften gebildet, damit die Künstlerinnen mehr individuelle Freiheit genießen konnten. Paris ist natürlich das Zentrum. Alles strebt nach Paris. Es gibt dort eine ganze Reihe von privaten Kunstakademien, die Frauen aufnehmen, schon ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Nicht ganz gleichberechtigt. Sie durften nicht alle Kurse belegen. Sie haben das Doppelte oder Dreifache an Studiengebühren bezahlen müssen, haben aber deutlich weniger von einer direkten Unterweisung durch einen Lehrer profitiert wie männliche Künstler. Und um das zu kompensieren, haben sie einfach direkt zusammengearbeitet. Künstlerinnen wurden aus moralischen Gründen vom Aktstudium ferngehalten. Hinter diesen vorgeschobenen Begründungen steckte sicher auch, dass Aktstudium nicht nur ein wesentlicher Bestandteil der künstlerischen Ausbildung war, sondern auch Voraussetzung dafür, Historiengemälde schaffen zu können. An Historiengemälde waren oftmals auch einfach staatliche Aufträge geknüpft. Die Künstler hatten einfach überhaupt kein Interesse, dass die Künstlerinnen ihnen auch auf diesem Feld noch Konkurrenz machten. Es gab auch von Seiten des Publikums gewisse Erwartungshaltungen, was Künstlerinnen eben in ihren Werken zu zeigen hatten oder eben nicht. Während Annie Stäbler-Hopf für sich die Strategie wählte, sozusagen durch Provokation Sichtbarkeit auch zu erlangen im Kunstmarkt, haben andere Künstlerinnen wie etwa Dora Hitz Themen bearbeitet, die wir auch heute noch als Themen betrachten, die eben besonders von Frauen bearbeitet wurden. In ihren Werken ging es aber nicht nur darum, sozusagen einen Markt zu bedienen, sondern diese alltäglichen Themen haben bei ihr auch dazu gedient, ihren eigenen Malstil zu entwickeln. Künstlerinnen wie Röderstein, wie Marie Bertuch haben die Lehrmethoden, die sie in Paris erfahren haben, das Progressive, das nach vorne Gehende, mit nach Frankfurt genommen und hier an ihre Schülerinnen weitergegeben. Und sie haben sich gegen die Geschlechterdiskriminierung in der Künstlerinnenausbildung gewandt und damit wirklich die Tür aufgestoßen für die zweite Generation von Künstlerinnen. Neben das private Atelier von Ottilie Röderstein war am Städel auch Wilhelm Trübner mit einem privaten Unterricht vertreten und in seiner Klasse waren auch viele Schülerinnen wie Eugenie Bandel oder Alice Trübner, seine zukünftige Ehefrau. Ich glaube, dass man jedes Werk von Bandel sofort erkennen würde, weil sie einen hochgradig wiedererkennbaren Stil gefunden hat. Sie schaut auf die französische Avantgarde, ihre Farben werden stärker, die Form abstrakter. Hier spiegeln sich ihre Erfahrungen mit den japanischen Farbholzschnitten wieder, in denen einzelne Farben strahlend nebeneinander und voneinander abgetrennt in Flächen gesetzt werden. Die Ausstellung beschäftigt sich mit einem wichtigen Teil unserer eigenen Geschichte, der Geschichte unseres eigenen Hauses. In seinem Testament hat Johann Friedrich Städel nicht nur die Gründung von einem Museum mit seiner Sammlung auf den Weg gebracht, sondern auch die Gründung von einer Kunstschule. Und schon gleich im Stiftungsbrief erwähnt er, dass diese Kunstschule für
alle Kinder Frankfurter Bürger zugänglich sein soll, ohne Unterschied des Geschlechts und der Religion. Die Städel-Schule war eine der frühen Institutionen, wo Frauen wirklich die Möglichkeiten hatten, Künstlerinnen zu werden. Aber wir haben auch Städelfrauen, die tatsächlich an der Städelschule gelehrt haben, wie zum Beispiel Luise Schmidt. Sie war nicht nur eine der ersten Studentinnen in der Meisterklasse für Bildhauerei, die bis zu ihrem Eintritt nur den Männern vorbehalten war, sondern sie war 1912 eine der ersten Lehrenden an einer öffentlichen Kunstschule in Deutschland. Die Bildhauerei galt lange als männlichste aller Künste, weil sie mit harter physischer Arbeit auch verbunden war. Gleichzeitig hat man Frauen den gestalterischen, dreidimensionalen Raumsinn abgesprochen. Um 1923 werden die Städelschule und die Frankfurter Kunstgewerbeschule fusioniert und von der Stadt übernommen. Einem wichtigen Professor, der da berufen wird, ist Max Beckmann, und auch in seinem Atelier sind viele starke Künstlerinnen zu finden, wie zum Beispiel Inge Dinant, Marie-Louise von Motyszewski, aber auch Anna Krüger. In der Ausstellung haben unsere Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, 26 ganz außergewöhnliche Künstlerinnen kennenzulernen. Sie waren nicht nur als Künstlerinnen aktiv, sondern auch als Lehrerinnen, als Sammlerinnen, als Mäzeninnen und haben in diesen verschiedenen Rollen sehr aktiv ihre Zeit und auch die moderne Kunst mitgestaltet und mit beeinflusst. Die Forschung ist mit dieser Ausstellung mitnichten abgeschlossen. Das ist auch ein Work in Progress. Das ist eine Forschung, die gerade anfängt und die auch weitergeht. Wir haben jetzt hier quasi einen Grundstein gelegt für die weitere Forschung und hoffen jetzt durch dieses Projekt auch noch weitere Erkenntnisse im Nachklang der Ausstellung zu erringen.